Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute mal auf dem Barden, auf der neuen Klasse W58, der Server, wo die Klasse auch released worden ist und wo ich hier meinen sehr durchwachsenen Char spiele, den ich mal spiele, mal nicht spiele. Wo ich mal ein paar Dungeons versuche und es dann auch sein lasse, wo ich zu faul bin, um das Sammelalbum zu pushen. Ja, der Char ist es auf jeden Fall. Und mir macht er auf jeden Fall, wie soll ich sagen, Spaß? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht genau sagen. Was ich euch sagen kann ist, ich bekomme ja, das ist ja offiziell, auf dem Server hier gesponserte Pilze so. Ohne diese Pilze würde ich es wahrscheinlich nicht machen. So. Ohne diese Pilze würde ich wahrscheinlich den Barden so nicht spielen. Das ist aber halt auch nur meine persönliche Meinung. Ihr kennt das ja mittlerweile bei mir, dass ich halt mich sehr schwer tue, einen neuen Charakter anzufangen. Deswegen sehe ich mich immer aus der Position von wegen, lohnt sich das für mich? Aber ich muss das ja aus der Allgemeinheit sehen. Lohnt sich das, den Barden anzufangen, aus der Allgemeinheit gesehen? Lohnt es sich überhaupt, eine Klasse anzufangen in Shakes and Fidget und welche sollte man vielleicht nehmen? Ist es vielleicht der Bade? Ja. Ganz viele von euch haben darüber entschieden, wie sie den Barden finden und was sie von dem halten. Es wurde ein Feedback gepostet im offiziellen Discord-Channel oder im offiziellen Community-Discord-Channel von Shakes and Fidget. Wie ihr dort immer hingelangt, zeige ich euch natürlich wie jedes Mal, und zwar Hilfe, Support. Dann gibt es hier einmal das Discord-Logo, da könnt ihr draufklicken und dann gelangt ihr hierhin, zum Community-Discord von Shakes and Fidget, und hier wurde auch vom guten Leander ein Feedback gepostet und die Community durfte bewerten, wie sie den Barden denn nun finden. Ja? Ansonsten, wer noch tiefer oder beziehungsweise mehr so in meine Community eintauchen möchte, kann natürlich auch gerne auf meinem Discord-Server joinen. Der Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Ihr seht ja hier, was man hier alles auf jeden Fall machen kann. Genau, und da wollen wir heute mal durchgehen. Am 30.08. wurde das Ganze hier gepostet. Das heißt, es ist genug Zeit vergangen, wo die Community voten konnte, wie sie nun den Barden findet. Ja? Generell fangen wir mal an mit dem Barden überhaupt, so wie sie halt den Barden an sich finden in general. So, da ist die Meinung schon ziemlich, muss ich mal sagen, ziemlich unterteilt in komplett schlecht zu ganz gut, aber am meisten eher so 3er, 4er Durchschnitt so. Also von 1 bis 5 sind hier immer die Sterne, die man voten kann. 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Und da sorgt er auf jeden Fall schon für Meinungen, die auseinandergehen. Ja? Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Barden auch natürlich haltet. Jetzt ich weiß jetzt gar nicht, wie lange er jetzt draußen ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall so, könnt ihr mal sehr, sehr gerne schreiben. Würde mich auch interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ansonsten, würde ich persönlich den Barden eher so ein gutes Mittelfeld, sag ich mal, geben. Es ist eine Klasse, die mich jetzt nicht flasht. Wie gesagt, ich würde sie nicht spielen. Wenn ich jetzt nicht halt eben auf diesen Server gesponsert wäre. Das muss ich so offen und ehrlich dann auch mit euch teilen. Ich finde sie aber auch nicht komplett trash, sag ich mal so. Ne? Dieses Toolkit von wegen, dass man so ein bisschen die Angriffe wechseln kann, ist ganz nice, kann später vielleicht ganz nützlich sein. Dadurch, dass man halt wählen kann, hier die Laute ist halt eben für Damage gut geeignet. Das heißt, in den Dungeons kann man das definitiv nehmen. Vielleicht ist später im Late Game sogar die Lebensenergie relativ nützlich. Das kann ich euch so jetzt noch nicht sagen. Dass man vielleicht im PvE eher auf die Laute geht und im PvP mehr so auf die Flöte.
Ja, kann ich euch nicht genau sagen, ob es so sein wird, aber das ist so vielleicht eine Mutmaßung von mir, ne? Ist jetzt nichts in Stein gemeißelt. Ja, ansonsten der nächste Punkt, wie die Klasse, also wie findet ihr, dass es eine intelligenzbasierte Klasse ist? Das finden die meisten sehr gut, finde ich persönlich auch gut. Wenn wir auf die Vergangenheit schauen, war Intelligenz ein Attribut, was uns noch gefehlt hatte. Und der Bade eignet sich, denke ich, auch einigermaßen gut dafür. Ja, was willst du da sonst machen? Willst du den irgendwie, Stärke, es passt nicht, Geschick würde noch ein bisschen mehr passen, aber auch nicht so gut wie Intelligenz, deswegen. Und Intelligenz hatte sowieso gefehlt, top, ist in Ordnung. Ja, wie findest du, dass man verschiedene Instrumente wählen kann? 1 bis 5. Hier haben ganz, ganz viele auf nur 1 Stern gegeben und halt auch 5 Sterne. Im Mittelfeld ist eher weniger. Ja, dazu muss ich sagen, liegt es wahrscheinlich eher daran, dass die Leute beziehungsweise dass momentan nicht wirklich klar ist, warum man überhaupt 3 verschiedene Instrumente zur Auswahl hat, wenn die Laute momentan sowieso das Beste ist. Ja, deswegen würde ich mich hier auch ganz neutral im Mittelfeld einfach mal begeben. Und da könnt ihr ja auch gerne schreiben, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht verschafft uns das im Late Game noch ein bisschen mehr Klarheit. Ansonsten ist es von der Idee her natürlich nice, so, ne? Aber im Prinzip ist es auch ähnlich zum Druiden irgendwo, der ja die Maske wechseln kann und dann halt eben zwischen Kundschafter und Krieger halt noch ein bisschen hin und her swappt. Ist anders, nur noch mal anders gemacht. Also es ist ähnlich, ne? Aber halt eben trotzdem noch anders, ne? Ist klar. Please rate the harp in general. Also hier wird jetzt wir werden jetzt auf die Instrumente, wird jetzt hier eingegangen, ne? Oh Gott, da haben wir einmal hier die Harfe, ja, also eben das ist eben die Schadensreduktion. Muss ich sagen, bin ich auch eher also finde ich von den 3 Auswahlmöglichkeiten am schlechtesten. Momentan ist die Laute am besten, gefolgt von der Flöte, würde ich mal so sagen. Deswegen würde ich hier tatsächlich auch 1 Stern geben. Die Harpe finde ich nicht sehr gut. So, im PvE, hier wird nämlich nochmal unterteilt, im PvE die Harpe nochmal einschätzen. Kann ich noch nicht beurteilen, wie es so ist. PvE stimmt, ist ja nicht PvP, ist ja PvE, also gegen Monster. Du willst beim Dungeons kloppen, willst du Schaden haben, da willst du die High Crits raushauen, da willst du über deine Limits gehen, da hilft dir das nichts, wenn du denn passiv wirst. Ne? Und passiv ist halt eben, wenn du auf Verteidigung gehst und das ist halt eben die Schadensreduktion. Du musst aggressiv in den Dungeons sein und das ist eben, deswegen ist die hier natürlich auch sehr, sehr schlecht bewertet im PvE. Ja. Im PvP ist sie auch schlecht bewertet. Ja, kann ich noch nichts zu sagen, weil ich selbst das noch nicht getestet habe, wie es im PvP ist. Aber auch hier würde ich tatsächlich dann eher zur Laute oder zur Lebensregeneration greifen. Deswegen, ich habe es nicht getestet, deswegen enthalte ich mich mal hier einfach. Hier haben wir die Lute als nächstes. Das ist einmal die Laute. Das ist ja das, wovon ich euch erzählt hatte, die momentan mit am besten erscheint. Deswegen auch hier nehme ich mal den 5 Sterne in Erwägung, ziehe ich hier in Erwägung. Deswegen, da muss vielleicht noch ein bisschen was dran gefixt werden, dass da ein bisschen das Gleichgewicht noch gehalten wird, ja. Im PvE natürlich ist die Laute auch mit am besten und im PvP, ja, ich habe tatsächlich nicht viel PvP gemacht bisher auf dem Server, deswegen enthalte ich mich hier auch. Ich kann mir aber vorstellen, dass die hier auch mit am besten ist. Wir gucken einfach mal in die Ehrenhalle und schauen mal auf die Barden und wir sehen, dass hier die Barden alle die Laute auch ausgewählt haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie momentan wirklich mit am stärksten ist und das ist ein Problem. Was eigentlich schon ein bisschen vorauszusehen war, wie willst du das Ganze balancen, dass eine bestimmte Fähigkeit nur für eine bestimmte Sache gut ist. Wie willst du das balancen? Ne? Das ist halt eben das Problem an der Sache.
So, deswegen, ja, ich enthalte mich hier einfach mal. So, hier haben wir die Flute in General. Ist natürlich auch schlechter, aber das ist halt eben, ja, also es war auf dem Beta-Server, war die Flöte OP, da war das Beste, weil da hast du bis zu 15% Leben wieder bekommen. Hier wurde es schon ein bisschen angepasst auf 10. Ja, ist nice. Kann ich auch sagen, in den Dungeons kann es auch helfen, deswegen trotzdem aber schlechter als die Laute. Ich würde hier einfach mal auf 4 Sterne gehen, weil ich die Fähigkeit an sich auch ganz nice finde so. Und gegen PvE würde ich auch auf 4 gehen, PvP enthalte ich mich wieder. So, dann haben wir hier, how did you like the 10 days? Achso, das ist hier die 10 Tage, bevor der Bade erschienen ist, wurde ja peu à peu jeden Tag so ein bisschen was angekündigt, wie der Bade vom Design her entstanden ist. Muss ich sagen, ja, kann man machen, kann man vielleicht besser machen, so, ne? Also es ist interessant zu sehen, allerdings, ja, weiß ich nicht. War es mehr so, hier habt ihr noch ein Bild, zack, und das ist, ja, dann, das war es dann so. Irgendwas fehlt mir, ich kann es nicht erklären, ich kann auch keine Verbesserungsvorschläge geben, jetzt momentan gerade aus dem Stegreif, aber irgendwie hat mir da ein bisschen Würze gefehlt, so. Ne? Irgendwie ein kleiner Reiz hat mir da irgendwie gefehlt. Es ist ganz nice, um hinter die Kulissen zu schauen, dafür könnte man aber auch definitiv vielleicht ein Stream machen, wo man wieder den Designer dazu holt und der ein bisschen darüber spricht. Das fand ich persönlich nicer als diese 10 Tage zum Baden. Ne? Deswegen, ja, ich würde hier einfach mal zwischen 3 und 4, nehme ich mal eine 3, ja. So, und dann haben wir hier den letzten Punkt, und zwar ist das, bitte bewerte die Idee von neuen Klassen in Shakes and Fidget. Willst du mehr neue Klassen in der Zukunft sehen? Und hier sind die Meinungen auch sehr krass gespalten. Da gibt es einmal die Fraktion, die sagt, nö, wir wollen gar keine neuen Klassen. Dann gibt es einmal die Fraktion, ja, in der Zukunft kann man definitiv mal neue Klassen zeigen. Und so ein Zwischenmaß gibt es nicht. Dann gibt es noch die Leute, die sich nicht entscheiden können. Ja, dazu würde ich mich jetzt zählen, aber nicht, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ich würde schon gerne neue Klassen in der Zukunft sehen. Ja, allerdings in einem Tonus, der relativ überschaubar ist. Das heißt, ich hatte es ja schon mal gesagt, alle 2 Jahre reicht für mich persönlich eine neue Klasse. Das muss nicht öfter sein, das muss auch nicht jedes Jahr sein. Es reicht, wenn es alle 2 Jahre ist. Dann soll man sich lieber auf andere Sachen fokussieren, contentmäßig, als eine neue Klasse. Deswegen würde ich tatsächlich mehr so hier in diese Richtung gehen. Ja? Lieber auf schönen Content-Updates, fokussieren, als auf neue Klassen. Deswegen, ja, ordne ich mich auf jeden Fall hier ein. Ansonsten haben wir hier noch die Summer Collection, ja, wie das Ganze hier bewertet worden ist. Da könnt ihr sehr gerne auch mal nachschauen, wenn ihr wollt. Da gehe ich jetzt aber nicht weiter drauf ein. Ihr seht auf jeden Fall, hat nicht so gut abgeschnitten, wenn man jetzt mal hier die Gold Rewards, Digga, 248 Sterne hier. Das Event ist komplett gegen die Wand gefahren, ja. Oh, hier ist ein bisschen ausgeglichen. Rate the Task. Achso, ja, auch eher schlecht. Tasks waren auch persönlich nicht gut, muss ich sagen. Rate the Event as a Free-to-Play Player. Komplett bad. Ja, das ist schon, ja, war nicht so nice, muss ich sagen. Da hatte ich mehr erhofft, sag ich mal. Es war im Prinzip das Gleiche. Es wurde ein bisschen leichter gemacht, aber letztes Mal waren die Aufgaben auch wirklich bodenlos, muss ich mal so dazu sagen. Das steht auch jetzt noch in keinem Verhältnis zu dem, was man dann als Reward noch bekommt und das, was man da reinstecken muss an Pilzen. Ja. Okay, Leute, das war's soweit. Heute ein bisschen wenig Gameplay, aber ich wollte definitiv mit euch mal durchgehen, was ihr so vom Baden haltet und nochmal meinen Senf dazu abgeben, was ich vom Baden halte, von der Klasse und wie ich das Ganze sehe und beurteile und ja, eventuell hat das ja den einen oder anderen da draußen interessiert.
ja, oder sogar gefallen. Falls es der Fall sein sollte, dann lasst sehr gerne, wie immer, eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.